Moin und herzlich willkommen aus Wunderland zu einem neuen Wunderland-Update mit weltbewegenden Ereignissen. Wir haben zum Beispiel ein ganz besonderes Thema, nämlich die wichtigste, wirklich allerwichtigste Besucherin aller Zeiten hat das Wunderland betreten. Dazu ein ganz wichtiges Thema, nämlich heute startet die Formel 1 und darauf haben wir uns ganz besonders vorbereitet. Aber auch noch zwei andere ganz tolle Themen. Es wird eine wirklich runde Folge. Schaut selbst, viel Spaß. Beginnen tun wir dieses Update mit der Formel 1, denn heute startet in Melbourne die neue Formel 1-Saison und das ist für uns natürlich ganz besonders, weil wir haben ja auch eine Formel 1 und wir müssen die neuen Autos bauen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, von dem Beginn, wo die Hersteller ihre Autos veröffentlichen, bis heute sind nur 2 Wochen oder so vergangen. Das heißt, unser Team musste in einer Rekordzeit die neuen Autos bauen. Das war spannend, das war Stress, das war Schweißperlen, aber es hat geklappt. Schaut selbst. Vom Modellbau aus haben wir heute die Autos für die neue Formel-1-Saison fertig gekriegt und an die Technik übergeben. Da kriegen die jetzt die Halbach-Arrays und die Räder und werden auch eingefahren. Das Ganze war durchaus sportlich, denn wir haben ja gerade noch mit Gerrit die Präsentation geguckt vor 2 Wochen. Schöner Farbverlauf. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Alles schwarz hier, vorher jetzt rosa oder pink. Ja. Erklär mir mal den Unterschied zwischen rosa und pink. Wie war der noch? Das eine ist eine Farbe und das andere auch. Ich habe irgendwie bei Ferrari war ich mir am sichersten, wenn wir einen so behalten können, wie er letztes Jahr gefahren ist, dann vielleicht den Ferrari, aber nein, keine Chance. Das wird nichts. Ich fürchte auch, wir kriegen bis zum 14. März keine neuen Informationen. Wir müssen mit diesen Informationen irgendwie leben und umgehen. Einbruch war ein Scherz. Und jetzt mussten wir diese 20 Boliden schnell, die brauchen neue Decals, die brauchen neuen Lack, die hatten neue Designs, die mussten wir nachstellen. Tanja, Theresa und Lennart haben dabei unterstützt. Ja, moin. Wir setzen heute unsere neuen Formel 1 Boliden in die Anlage. Die alten nehmen wir raus und ja, das ist so ein Prozess, den wir natürlich Saison für Saison wahrscheinlich machen werden. Und ja, jetzt geht's los. Bevor wir jedes neue Fahrzeug jetzt auf die Anlage bringen, müssen wir einmal ein Statistik-Reset machen. Das heißt, alle Daten, die von dem alten Fahrzeug aufgelaufen sind, zum Beispiel Anzahl der Siege, Anzahl Rennen natürlich, Runden und so weiter, alles was wir so statistisch erfasst haben, das wird einmal auf 0 gesetzt, denn jetzt gibt es einen neuen Rennboliden und da geht das Spiel von 0 los. Was für eine Wahnsinnsleistung vom Team, in so kurzer Zeit so wunderschöne Autos zu bauen. Ich bin stolz und ich bin gespannt, wie ihr reagiert, wenn ihr die live im Wunderland seht. Ich bin jetzt an einer Stelle, wo alles begonnen hat. Hier hat früher ein Computer gestanden, das Car-System gesteuert. Ich stand da selbst. Vor knapp 24 Jahren haben wir angefangen und niemals uns erträumt, dass letzte Woche vor 10 Tagen Freitag etwas ganz Besonderes passiert. 25 Millionen Besucher im Wunderland. Schaut mal selbst, wer da gekommen ist. Ich weiß schon, wer es ist.
bleibt dabei. Er wird als erster gescannt und Sie als Zweite. Somit haben wir es. Ich lasse es so stehen und wenn sie hier gleich durchtritt, dann mache ich die 24.999.999. Bitte weitergehen. Noch. Dankeschön. Und da haben wir den 25 Millionsten Gast. Herzlich willkommen. Danke. 24 Jahre nach der Eröffnung und ein bisschen Monate haben wir den 25 Millionen Gast. Freut mich, dass Sie es sind. Toll. Und jetzt gibt es ein bisschen was. Ich hoffe, Sie haben noch eine Viertelstunde mehr Zeit mitgebracht als eingeplant. Ja. Weil wir haben noch ein bisschen was vor. Es gibt eine Torte und mehr nicht. Nein. So, es gibt eine Torte, eine Urkunde und es gibt was ganz Wichtiges. Es gibt eine Eintrittskarte auf Lebenszeit. Oh, super. Können Sie auch Familie mal mitbringen und so weiter und so fort. Und toll. wenn Sie möchten, können Sie sich, ich sag mal du, ne? Ja, genau. Wenn du möchtest, verewigen wir dich im Miniaturwunderland. Als kleine Figur Ja. mit einer kleinen Geschichte, die du dir aussuchen darfst. Ah, super. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich hatte schon das Gefühl, da war immer so ein Lächeln zu sehen. Ob Sie es schon wussten Sie, dass das heute ist? Na, ich wollte dich unbedingt fotografieren, weil wir dich ja immer im Fernsehen da beobachten. Und ich habe Die schon ganzen gedacht, Sendungen. Wusstest du, dass heute der 25? Nein, vor okay. Zufall. Das war nämlich das war gestern hier und da in den Medien zu hören und einige merkten und wussten das und hofften, dass Sie das sind. Dann werde ich das jetzt mal unterschreiben. Ja. Es ist einfach crazy. Es ist 25 Jahre her, wo Freddy die verrückte Idee hatte, an die ich am Anfang nicht geglaubt habe und ob wir 100.000 Besucher im Jahr kriegen. Jetzt 25 Millionen am heutigen Tag aus allen Ländern der Welt. Es ist einfach verrückt. Ne? Also es ist hier zu stehen und zu fiebern, so viel Presse anwesend und zu erleben. Ey, ja, ich kann es kaum mal wiederholen. 25 Millionen. Wir machen das noch etwas mehr als 3-mal. Und dann haben wir jeden Deutschen rechnerisch gehabt. Ne? Also hier, kneif mich mal. Es kann gerne so weitergehen. Und ich sage mal hier, auch an euch, 1000 Dank, denn ihr seid ein Teil davon. Ohne eure Unterstützung, ohne die Besuchenden hier, wird es das gar nicht geben. Wir haben ein ganz tolles Team. Es ist einfach, solche Tage braucht es manchmal, um sich bewusst zu werden, was für ein geiles Glück wir hatten. Dass Freddy diese Idee hat, dass wir dieses tolle Team gefunden haben und dass wir das hier gebaut haben und dass wir das jeden Tag erleben dürfen. Yeah! Ich habe jetzt so schon dran gedacht, weil ihr gesagt habt, ich kann mir aussuchen, wo ich eingesetzt werden möchte. Habt ihr vielleicht irgendwas mit Katzen? Und dann malst du das so an. Genau. Mhm. Was für ein emotionaler Moment. 25 Millionen Besucher. Hätte man mir das damals erzählt, ich hätte es niemals für möglich gehalten. Ich war leider im Urlaub. Man kann ja sowas nicht planen, wann diese Person kommt. Und wie schön, dass es so eine nette Dame getroffen hat. Ich wäre wirklich gerne dabei gewesen. Ich war aber bei einem anderen Moment dabei. Nancy Faeser kam zu uns. Und zwar zu einem ganz besonderen Termin. Es gibt in Hamburg eine ganz besondere Streife. Und zwar die sogenannte Quattro-Streife. Die ist am Hauptbahnhof aktiv. Und die setzt sich zusammen aus der Bundespolizei, Landespolizei, Hochbahnwache und DB Sicherheit. Und aus diesen 4 Bereichen gehen die zusammen am Hauptbahnhof herum und sorgen für Sicherheit. Ganz sympathisches Team und das kommt wirklich gut an in Hamburg. Und deswegen war es auch klar, muss es ins Wunderland kommen. Und das war ein ganz toller Termin, wo Sie alle da waren. Und am besten schaut ihr mal selbst. Also herzlich willkommen im Wunderland. Wir sind ganz froh, Frau Bundesministerin, dass Sie zu uns gekommen sind. Das Wunderland ist bekannt dafür, dass wir entweder Maßstäbe setzen, die dann in die Wirklichkeit übernommen werden. Wir haben zum Beispiel die Elbphilharmonie gebaut, weit vorher. Für die Feuerwehr ein EHLF gebaut, schon weit vorher. Das haben die dann jetzt kopiert und in die Wirklichkeit gemacht. Aber wir gucken natürlich auch in der Realität mal nach. Gerade in Zeiten, wo Sicherheit für die Menschen eine ganz große Rolle spielt, gibt das ganz viel Sicherheit, ist ein Erfolgsmodell. Und deswegen war es klar,
kommt die Quattro-Staffel auch bei uns ins Wunderland. Ja, wir bedanken uns, dass wir die Quattro-Streife hier auch bei Ihnen, in dem, ich würde mal sagen, der Sehenswürdigkeit Hamburgs, etablieren können. Das finde ich ganz toll, dass man auch erfolgreiche Sicherheitskonzepte dann hier sichtbar macht. Das freut uns natürlich sehr, weil wir sehen jetzt schon die ersten Erfolge. Wir haben einen Rückgang der Kriminalität von 25%. Und das ist echt ein absoluter Erfolgswert. Und deswegen danke, dass wir die in Miniatur jetzt auch hier aufstellen dürfen. Das ist wirklich ganz toll. Es sieht ja auch beeindruckend aus, wenn die hier drum laufen. Ja, ne? Ja. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, Danke gleichfalls. kennenzulernen und ganz toll, was Sie hier geschaffen haben. Da darf ich mich nochmal sehr für bedanken, ganz toll. Ich muss einmal auf den Hafen gucken. Da haben wir noch sehr in der Fantasie gebaut. Wir haben dann nachträglich irgendwann die Hafen City dazu genommen, Ach ja, das ist ja mit wahr. Elbphilharmonie und so. Heute irgendwann wird es neu gebaut. Das ist Ja? 24 Jahre alt, der Bereich. Ehrlich, schon? Und irgendwann, das sieht man an den Autos, die können wir einfacher mal wechseln, aber so ein Schiff, ne? Ja, Ein na klar. modernes Schiff da. Ach ja, stimmt. Das war damals sieht man modern, alles. so ein Schiff war damals modern vor 24 Jahren. Aber das sieht ja schon richtig toll aus mit der Elbphilharmonie und der neuen Hafen City. Dann reinschauen. Ja, das war ein mega spannender Termin. Sie war super entspannt, es war lustig, es war eine nette Atmosphäre, tolles Viererteam. Also ich habe es selbst schon am Hauptbahnhof gesehen, ganz toll. Kommen wir zum letzten Thema unseres Updates. Viele von euch haben ja vielleicht auch eine Modelleisenbahn und wissen, wie schwer es manchmal ist, in der heutigen Zeit ein richtig gutes Modell zu bekommen. Es werden immer weniger Formen gemacht und deswegen sind wir wahnsinnig froh darüber, dass die Modellbahn-Union wieder was Tolles Neues rausgebracht hat. Den Rhein-Ruhr-Express, genauer gesagt den Desiro HC RRX als Modell und uns gegeben hat, dass wir den mal so richtig rumrödeln lassen können, ihn richtig unter Stress setzen können und schauen, ob er das hier im Dauerbetrieb überlebt. Das ist ein ganz tolles Video entstanden. Das ist ein richtig gutes Schlussvideo, weil es macht richtig Spaß und deswegen schaut es euch an. Für euch alles Gute für die nächste Zeit. Habt einen schönen Restsonntag. Macht's gut. Tschüss. Mein Name ist Marcel Hagemann, ich bin Geschäftsführer von der Modellbahn Union und ich bin hier, weil wir unseren brandneuen Triebzug des Desiro HC in der RRX-Variante hier vorstellen. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen, Freunde von National Express und unsere Modelleisenbahnfreunde. Ich bin hier mit dem Georg vom Miniatur Wunderland. Moin auch mal von mir. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir keine Probleme, außer ein kleines, dass der Schleifer einmal abgerissen ist. Aber gut, das ist... Bei euch fährt er auch ein paar... Genau, bei uns fährt er ein bisschen mehr als normal. Von daher denke ich mal, dass das absolut zu verkraften ist. Aber das habt ihr mit einem eigenen Schleifer wieder hinbekommen oder ist unser einfach wieder dran gemacht worden? Wir haben euren einfach wieder dran geklemmt und gut war. Erstmal ist es erschlagend im positiven Sinne. Ich bin total überrascht, wie groß es ist. Man kann unendlich lange laufen, so viele Eindrücke sammeln. Und ich erwarte einfach, dass unser Desiro HC hier durch die Landschaft prescht und wir richtig tolle Aufnahmen machen können. Ja, das Besondere an dem Desiro HC ist für uns als NRWler, ja, dass die Version von National Express fährt natürlich bei uns in ganz NRW. Und ist ein Triebwagen, den gibt es von keinem anderen Hersteller in 1:87. Und das ist ein Triebwagen, der fährt überall. Man sieht ihn eigentlich über Autobahnbrücken, an jedem Bahnhof, alle 10, 20 Minuten gefühlt. Und ist auch in seinem Design her einfach mal was ganz anderes als ja, ein weiß-roter Triebzug, der durch ganz Deutschland fährt. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Magneten, der wird mit Klebeband einfach außen am Zug befestigt. Und dann fährt er hier in diesem kleinen Reader entlang, woraus man die Geschwindigkeit ablesen kann und sich dann auch die Geschwindigkeit für die Software festgelegt wird. Einen modernen Triebwagen findet man heutzutage recht selten bei Modelleisenbahnherstellern, weil meistens ist das so, es gibt ein gewisses Repertoire, was Hersteller bereits in einem Formenbau investiert hat und der wird natürlich jedes Jahr wieder mit ja, möglichen Betriebsnummernvarianten oder Farbvarianten gefüttert. Das meiste, was man bekommt, ist aus den 80er, 90er Jahren, also sprich die Epoche 6, also die ganz aktuelle Variante. Da muss man immer sehr viel Geld oder als Hersteller sehr viel Geld in die Hand nehmen, um richtig in den Formbau zu investieren, in die Entwicklung, in das ganze Digitalsystem. Wir waren zum Beispiel mit unserem Soundhersteller ganz live im Triebwagen in Köln im Depot und haben alle möglichen Sounds, Stromabnehmer, Fett hoch und runter, Quietschen der Bremsen etc. pp. live mit einem Mikro aufgenommen, um das dann zu samplen. Und das bedeutet natürlich, das sind monatelange Arbeit oder jahrelange Arbeit, bei uns auch in dem Fall.
sogar wir haben den Triebwagen 2023 im April angekündigt. Mit einer gewissen Vorlaufzeit, die wir uns gedacht haben von einem Jahr. Ja, und daraus wurden gleich mal schnell 2 Jahre. Und so verschieben sich natürlich auch die ein oder andere Entwicklungen und deswegen bekommt man recht wenig was Neues.